Hier sehen wir unsere Siemens Simulationswand. Da können wir alle unsere CNC-Maschinen, die wir im Vertrieb haben, auch als digitalen Zwilling darstellen und können hier für Schulen und für Ausbildung alles virtuell trainieren, bevor man an die echte Maschine rangeht. Wir bedienen hier die echte Maschinentastatur und sehen hier im Moment auch gerade ein echtes Maschinenmodell unserer Maschine. Das Schöne ist, das Ganze sind auf Touch-Monitore, das heißt, ich kann das Ganze hier auch mir größer zoomen, damit ich die Sache sehe. Ich kann hier auswählen, ob ich zum Beispiel das Gehäuse nicht sehen will, damit ich mehr Details sehe. Und kann dann hier über den Monitor und die echte Maschinentastatur die Maschine wie in Realität bedienen. Ich starte jetzt hier das Programm und dann sieht man hier auf der anderen Seite, wie das echte Teil auch in Echtzeit bearbeitet wird. Ich sehe dann hier mein aktuelles Programm ganz normal ablaufen und kann das hier auch über die Vorschubtasten ganz normal beeinflussen. Ich kann es auch anhalten, kann es wieder anfahren lassen. Alles 1:1 wie an der echten Maschine. Ich habe auch eine Werkzeugbibliothek mit drin, wo alle meine Werkzeuge überwacht werden. Ich kann auch verschiedene Spannmittel mir einfügen, verschiedene Rohteile konfigurieren. Ich kann auch die Werkzeughalter einzeln definieren und mir als 3D-Modell in die Maschine laden, um eben wirklich eine echte Simulation mit Kollisionsüberwachung an der Maschine zu haben. Du hast hier oben deinen Monitor und unten die echte Tafel, über die du die Maschine bedienst. Und die Besonderheit ist halt wirklich, dass du mit der echten Hardware der Maschine deine virtuelle Maschine auch bedienen kannst. Und hier läuft das echte Maschinenprogramm ab. Ist auch eine Besonderheit zu dieser Wand. Ich simuliere hier mit den echten Maschinendaten das echte Maschinenprogramm. Das ist keine irgendwelche digitale Simulation, die da läuft. Und am Schluss wird es dann übertragen, sondern es läuft wirklich das echte Programm. Hier ist die Logik-Baukasten drin, das verwaltet die ganze Kommunikation miteinander. Und hier ist ein PC drin, der praktisch das ganze Programm laufen lässt.